Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media und wir zeigen euch heute die 4 Elements in der wunderschönen Steiermark. I got a feeling that this could be a little more than feelings. If I'm being honest, honestly you got me where you want it. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. Cause I really want you in my space, picking up every call, I'm falling on my... Unsere loyalen Follower, die kennen es ja mittlerweile, wieder mit einem Folgenfahrzeug heute am Start, bereitgestellt vom Autohaus Berger, nämlich ein ID.4 komplett elektrischer SUV von Volkswagen. Und die 4 Häuser hier dahinter werden ebenso von dem Herrn Berger betrieben. Wir haben hier die 4 Elemente. Bedeutet, wir haben hier Feuer, wir haben hier Wasser, Luft und da hinten Eisvogel. Völlig klar. Dazu komme ich später noch, warum das so ist. Aber ich würde sagen, ihr folgt mir jetzt mal unauffällig und ich zeige euch das Haus Wasser. Das gesamte Areal wird hier verbunden mit diesem Weg. Der zieht sich ebenenübergreifend, also einmal tiefer, einmal höher, komplett durch. Wunderschön angelegt hier draußen. Und das Zentrum ist hier hinter euch dieser offene Grillplatz, wo man dann am Abend sonst mal zusammenkommen kann, wenn man möchte. Man hat auch einen Kamin natürlich drinnen. Aber man kann es hier schon ein bisschen sehen, das graue Prefa-Fassadenmaterial, komplett unscheinbar, passt es sich hier in das Umfeld, in die Natur eigentlich ein. Also von oben kann man es schon fast nicht sehen, allein schon wegen der Bepflanzung und wegen dem Niveau. Aber die Farbe natürlich ist nochmal verstärkend für den Effekt. Wir haben hier nochmal Beleuchtung an den Wänden, grundsätzlich alles in Grau gehalten und man weiß noch gar nicht, was jetzt eigentlich auf einem zukommt. Letzten Endes wird es spektakulär. Schauen gleich rein. Eins noch, hier gibt es noch einen Weg, da kommst du runter in das Untergeschoss. Mit Bachsteinen hier verlegt worden, aber auch total privat mit dieser Holzabgrenzung. Kommen wir aber später noch dazu. Ich würde sagen, kommt rein. I got a feeling that this could be a little more than feelings. If I'm being honest, honestly you got me where you want it. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. Hereinspaziert in die gute Stube. Dadurch, dass hier die Wände und auch die Decke hier schwarz und dunkles Anthrazit ist, zieht sich der Blick hier wirklich vorbei und wird gelenkt nach vorne. Hier hinter euch die Aussicht, die Glasfront nach vorne, da kommen wir jetzt aber gleich hin. Zum einen haben wir hier jetzt mal eine komplette Seite nochmal mit Garderobe, mit einem WC und hier mit dem Aufzug auch in schwarz gehalten, der dann runter in den Wellnessbereich führt. Zusätzlich haben wir hier dann die offene Wohnküche. Alle Geräte vorhanden, die man braucht, von Geschirrspüler bis Backofen, Kaffeemaschine ganz wichtig. Gerade vorhin haben wir unseren Kaffee gemacht, also der Duft ist noch in der Luft. Ein Weinkühler hier an der Stelle. Hier fällt dann auch schon auf, grundsätzlich ist das halbe Haus von hier an komplett aus Glas gemacht worden, zumindest an den Wänden. Bedeutet, man hat einen wunderschönen 180-Grad-Blick hier auf den Wald, der das alles hier umgibt, auf die Schlucht hier unten, die Schlucht, die dann ganz unten die Salza zeigt, aber grundsätzlich ein wahnsinnig offenes Wohngefühl hier, vom Essbereich bis hier rüber zum Couchbereich. Und diese Couch, wenn man hier sitzt, einen Kaffee trinkt oder einen Tee trinkt und hier rausschaut, ist wirklich der Wahnsinn. Man blickt hier runter, wenn man nach vorne geht, auf die Salza, die ist sage und schreibe 60 Meter unter uns und wir ragen quasi mit diesem Gebäudeteil nach vorne und unter uns ist nichts. Das war sehr inspirierend. Man hat nichts vor sich, es ist ein uneingeschränkter Blick und vor allem am Morgen hier, wenn die Morgensonne reinkommt, spektakulär. Hier rechts von euch haben wir den zentral positionierten Kamin, wird mit Feuer beheizt und der trennt jetzt diesen Bereich vom Entspannungs- und Schlafbereich. Generell ist es hier alles ein Open Concept, also alles auf einer Etage, das Leben, das Wohnen, das Schlafen, aber auch Badezimmer hier in dem Fall. Zum einen haben wir hier eine kleine Ecke, wo man nochmal entspannen kann, wo man inspiriert runter sieht. Also wenn man hier sitzt, sieht man sogar die Salza. Das ist nochmal eine Auskerbung in der Wand.
ist eine viereckige, große, nach außen ragende Rahmenkonstruktion. Und vis-à-vis davon haben wir auch hier den Fernseher. Und direkt daneben haben wir hier das Fichtenbett. Doppelbett und direkt anschließend haben wir hier das Badezimmer. Komplett offen gestaltet, wieder mit der Glasfront raus, wie angesprochen. Und hier wieder mit Anthrazitmöbeln, ein Steinwaschbecken und eine große Regendusche. Alles direkt daneben, also wirklich wohnen, schlafen, essen, kochen, alles auf einer Etage. Aber so ist es auch ausgelegt. Also hier muss man sich wirklich wohlfühlen. Es ist nicht das klassische Wohnung in der Mietwohnung oder im eigenen Zuhause, sondern es ist wirklich ein ganz spezieller Urlaubsflair. Und hinter euch geht's raus auf die Terrasse. Diese große Schiebetür, die trennt einen dann hier von diesem lichtdurchfluteten Terrassenbereich. Hier oben mir ist alles offen gelassen worden, das heißt, man kann hier schön sitzen, sich sonnen lassen. Die Sonne, die geht auch hier rüber. Man hat sie wirklich fast den ganzen Tag. Natürlich ebenso der Blick, aber in dem Fall, weil ja die Fenster offen sind, hat man auch den Klang vom Bach, der die gesamte Zeit rauscht. Hat wirklich ein bisschen was Meditatives, wenn es so grün, türkis, hoch leuchtet. Wirklich schön. Und hinter mir kann man auch schon den Vorsprung erkennen. Das ist das Haus Luft da drüben. Gerade hier mit der Wand, also mit der Schlucht, die direkt hier hochzieht. Also da ist man tatsächlich 60 Meter über der Schlucht, wenn man da vorne einfach steht und rausblickt bei einem Café oder so. Grundsätzlich ist es da drüben wirklich sehr ähnlich gestaltet, also vom Grundriss her, vom Schlafzimmer, vom Wohnbereich, von der Küche, wobei der Außenbereich da ein bisschen anders aufgeteilt worden ist. Und den Wellnessbereich, den schauen wir uns jetzt an. Im Untergeschoss angekommen und einer der schönsten Bereiche hier drinnen, meiner Meinung nach, ist hier diese schöne freistehende Badewanne hier. Mit einem unglaublichen Blick hier raus auf den Wald, auf die Schlucht und auf den Fluss, mit diesem raumhohen Panoramafenster mit schwarzer Umrandung in Kombination mit dem Fichtenholz hier handgehobelt. Generell ist der Stil hier drinnen sehr nordisch, skandinavisch angelehnt, was aber gewisse Leichtigkeit den gesamten modernen Stil gibt. Finde ich sehr schön. Auch hier hinter mir die Sichtbetonwand, die sich bis zur Decke rüberstreckt, mit der schönen Dekoration, ein paar Pflanzen für gutes Gefühl. Und der zweite Raum, der mindestens genauso spektakulär ist wie der hier, ist die Sauna. Die hat nicht die gleiche Ausrichtung, ist direkt daneben, Platz für bis zu 4 Personen und wieder mit den raumhohen Panoramafenstern, mit dem überhängenden Erdgeschoss von oben, das auch hier nochmal Privatsphäre gibt. Generell ein einsehbarer Bereich. Direkt hier vom Aufzug rechts daneben haben wir nochmal ein Badezimmer, heißt eine Regendusche, ein WC und hier entweder ein Daybed, wie man das nutzen kann, oder wenn man wirklich zu 4 hierher kommt, kann das nochmal ein Schlafzimmer sein. Und ihr geht ja jetzt schon raus. Dieser geschützte Bereich, der ist nicht nur blicksicher, sondern auch windsicher. Wir haben hier zum einen mal die Hauswand, hier nochmal eine Hangsicherung an 2 Seiten und in der Mitte zieht sich hier die Stiege hoch, die angeschnittene, die den Eingangsbereich dann hier verbindet. Hier unten nochmal eine schöne Gelegenheit, um hier zu sitzen, nach der Sauna, nach einem heißen Bad zum Beispiel, hier rauszukommen, eventuell einen zu rauchen oder einen Kaffee zu trinken. Und direkt daneben hier einen Whirlpool. Gut dabei gedacht worden ist hier diese Überdachung nochmal, ist hier mit Glas übersehen. Also man kann hier auch liegen, falls es mal kalt ist im Winter, wenn es regnet, bei 30 Grad im Whirlpool, mit Blick hier auf den Wald und natürlich hier und runter auf die Salza. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nicht das Haus Luft an, denn das ist wie angesprochen sehr ähnlich zu dem hier, sondern wir schauen in das Haus Feuer. Das ist nämlich wirklich komplett anders, vom Grundriss, von der Aufteilung, von der Einrichtung, vom Stil. Schreibt es gerne mal runter, was euch mehr gefällt. Denn wir werden jetzt am Ende des Videos auch nur Geheimnis lüften. Wir werden nämlich 2 Nächte hier verlosen. I got a feeling that this could be a little more than feelings. If I'm being honest, honestly you got me where you want it. You got me playing every card and spending all my time trying to find out more about you. Das Haus Feuer, in dem ich jetzt hier sitze, hat 100 Quadratmeter, bitte Platz für 2 Personen und ist auch wieder auf 2 Geschosse aufgeteilt.
Anders als wie bei den anderen kommt man hier beim Untergeschoss rein. Der Haupteingang ist hier unten. Das Erdgeschoss, das ist der Teil, wo dann das Schlafzimmer sich befindet. Da schauen wir aber später rein. Ich sitze jetzt hier in dem loftartigen Wohn-Ess-Bereich hier unten, kann man sagen, der hier nochmal mit 2 Stufen unterteilt ist, hier vom Koch- und vom Essbereich dort oben. Hinter mir sehen wir schon den Fernseher, auch eine Glasfront hier raus. Aber wir waren jetzt schon in extrem vielen Häusern, in Chalets, in Villen, wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Wir haben aber noch nie so eine große Schiebetür gesehen wie die hier. Die ist der absolute Wahnsinn. Die ermöglicht natürlich einen unglaublichen Blick hier raus auf die Terrasse. Hier sind schon mal 2 Sitzmöglichkeiten. Man hat wirklich uneinsehbar, sitzt man hier mit Zugang auf den eigenen Whirlpool, privat. Und hier nochmal eine Essecke draußen, schön überdacht, damit man auch hier sitzen kann an einem regnerischen Sommertag, zum Beispiel hier grillen kann. Aber ich würde sagen, wir widmen uns jetzt hier mal dem Essbereich. Zu Ihrer Rechten wieder ein mit Holz beheizter Kamin und 3 Spots an jeder Seite, die hier nochmal diese Treppe hervorheben. Super schön gelöst ist hier die Kombination von dieser Sichtbetonwand und der indirekten Beleuchtung, die hier quasi die Wand absetzt von der Decke. Die Decke ist hier gehobeltes, gehacktes Fichtenholz und zieht sich durch bis zur Rückwand der Küche. In dunklen Anthrazit mit den Geräten, wie auch drüben angesprochen, Backofen, Geschirrspüler. Wir haben eine Kaffeemaschine, Teekocher, alles was das Herz begehrt. Und hier die Essecke mit dem Blick hier runter auf die Terrasse und auf den Wohnbereich. Richtig schön ist aber hier auch die Implementierung von der Stiege hier rein in den Ess- und Wohnbereich. Es sind hier schwebende Stufen, jeweils Stahlstiegen, die hier eingesetzt wurden in die Mauer dahinter. Teile davon sind schwebend. Und diese Stiege, die verbindet einen dann jetzt hier mit dem Master Bedroom im Erdgeschoss an der Stelle. Hier oben wurden wirklich 50 Quadratmeter dafür verwendet, damit man hier den Schlafbereich hinbekommt. Unter anderem haben wir hier eine Sitzmöglichkeit. Die ist hier Richtung Westen ausgerichtet mit 3 Fenstern. Hier blickt man raus auf den privaten Teil des Weges, der wie gesagt hier runter geht, die Stiege dann entlang zum Eingangsbereich. Kann man natürlich auch schließen, wenn man mehr Privatsphäre will. Aber das Doppelbett ist sowieso auf der anderen Seite und Richtung Osten ausgerichtet. Und hier genau über euch beim First hat man zusätzlich noch wirklich eine doppelte Raumhöhe. Alles hier ist in weiß gestrichen worden, bedeutet noch alles um einiges luftiger und wirkt wirklich einladend, skandinavisch, bisschen nordischer Stil, wie auch unten durchgezogen. Gefällt mir gut. Und ein kleines Feature hier, von unten kann man hochsehen, von oben kann man runtersehen, haben wir hier eine Glasplatte, circa 1 Quadratmeter groß. Für Schwindelfreie auch geeignet, das ist nicht unglaublich hoch, einfach ein nettes Feature. Und hier geht es weiter zum Schlafbereich. Mit Zugang hier auf die Terrasse, die Richtung Osten ausgerichtet ist. Und hier nochmal ein großzügiges Doppelbett. Wer es auch schon gesehen hat, natürlich jetzt vorher im Wellnessbereich auch eine freistehende Panoramabadewanne. Auch hier wieder eingebaut, direkt hier beim Bett. Wunderschön mit Blick raus auf die Wipfel der Bäume, weil wir hier ein bisschen höher sind, von der Lage generell. Und diesen Blick, den man hier von der Terrasse genießt, den genießt man auch hier vom Badezimmer. Das ist hier wirklich en suite, kann man wirklich en suite sagen, komplett offen, eine Regendusche, daneben nochmal ein WC, 2 Waschbecken und hier rechts von euch, das ist die Sauna mit Liegemöglichkeit und Blick auf die Baumwipfel und auf das Grün. Uns ist es jetzt auch wieder eine große Freude, dass wir in gehobener und gewohnter Castle Media Manier dank dem Hermann Berger, also dem Betreiber hier von den 4 Elements, wieder ein Gewinnspiel veranstalten dürfen. Wir verlosen 2 Nächte in einem der 4 Häuser. Also entweder Feuer, Luft, Wasser oder das Haus Eisvogel. Das Haus Eisvogel dazu, das wird erst im kommenden Monat fertiggestellt. Das heißt, da können wir euch jetzt noch keine Aufnahmen dazu bieten. Eventuell werden wir mal eine separate Folge dazu drehen. Kommt darauf an, wie das Video bei euch ankommt. Auf alle Fälle, wenn ihr mitmachen wollt, steht alles unten in der Beschreibung, wie ihr teilnehmen könnt. Wird ungefähr 3 bis 4 Wochen dauern, das Gewinnspiel. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und mir war es wie immer eine große Ehre, euch heute wieder mitnehmen zu dürfen. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und zwar kommenden Freitag, pünktlich um 19 Uhr, auf dem YouTube-Kanal von Castle Media. Bis dahin, macht's es gut und Servus.